on the beat. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute zu einem neuen YouTube-Video mit dem Thema, wie mache ich am schnellsten Geld mit dem Auktionshaus? Und ich habe mir da mal ein paar Sachen ausgedacht. Ich möchte euch gern diese präsentieren im folgenden Video. Viel Spaß damit. Wir wechseln kurz den Screen. Here we go. Okay, also wir sind in-game, wie man unschwer erkennen kann. Und ich habe hier schon das Auktionshaus offen. Nicht wundern, ich nutze den englischen Client. Ich hoffe, euch macht das keine Schwierigkeiten. Worauf ich hinaus möchte, ist heute euch ein bisschen zeigen, gerade nach so einer Stufenerhöhung, wie wir sie hatten, durch Umbar auf 150, sind einige Sachen im Markt äh, sehr, also der Bedarf ist sehr stark. Unter anderem die Crafting-Materialien, also für die einzelnen Berufe. Es gab ja auch nochmal zusätzlich eine Änderung, dass man also die Berufe, so wie man sie sich selbst würfeln möchte, einstellen kann. Das heißt, ich kann euch das kurz mal zeigen hier. Man kann also im Prinzip eine Berufung wählen, ist nicht mehr gebunden an die Dreier-Bundles im Prinzip. Also sagen, ich möchte hier äh, Forester werden, also Drechsler, und kann dafür eine der drei bestehenden abwählen, sozusagen. Bedenkt aber, dass ihr dadurch von den bestehenden die Stufungen verliert. Dann zurückwechseln wollt, seid ihr bei 0. Kurzer Ausschwenk. Wir gehen wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich wie man am effizientesten mit dem Auktionshaus momentan Geld macht. Und zwar, wenn ihr 140 seid. Das nehme ich jetzt mal so als Main-Voraussetzung, als Hauptvoraussetzung, um am schnellsten Geld zu machen. Sind auf jeden Fall sämtliche Materialien auf Umbar-Stufe momentan sehr gefragt. Schaut alleine die Gemüsevarianten von dem Bauern beispielsweise. Äh, Die kann man ja relativ schnell in einer relativ kurzen Zeit mit wenig Aufwand herstellen. Das heißt, hier sieht man schon auf Belegair, der Preis für die Gemüsevarianten ist jetzt bei 22 Gold im Sofortkauf, was eigentlich sehr stark ist. Des Weiteren natürlich die Erze. Wir gucken. Natürlich auch die Barren. Hier haben wir jetzt 20 Barren für 34 Gold Sofortkauf. Prinzipiell kann man also sagen, aktuell verkaufen sich die sehr gut. Das heißt, wenn ihr eure Stufe voll habt, und ihr könnt ja bei den Stufen hier selbst, könnt ihr beispielsweise bei den Standard wie Rüstungsbauer, Schneider, Gelehrter, könnt ihr die Sachen zerlegen, also den Barren zerlegen in Späne und die Späne wieder verschmelzen in Barren. Wer das oft genug macht, habt ihr also wenig Verschleiß, also wenig Verbrauch an Materialien. Seid somit schnell bei der ersten Stufe, um dann zu kritten, also kritische Items bauen zu können. Das ist das Ziel, wo ihr hin wollt. Wenn ihr das erreicht habt, verkauft den Rest an Materialien im Auktionshaus. Und wie ihr seht, die Umbar-Erze verkaufen sich hervorragend für 85 Gold Sofortkauf, 50 Stück. Ich habe jetzt in den letzten 2, 3 Tagen gequestet und parallel immer jeden Skan, also jedes Erzvorkommen mitgenommen in Umbar. Dadurch über 600 Erze gesammelt. Das hochrechnet, kommt man auf eine ordentliche Summe. Weitere natürlich Fälle, sämtliche anderen Materialien auch. Das allein schon, aber auch hier beispielsweise. Das heißt, wenn ihr die erste Stufe erreicht habt und kritten könnt, also die Items in lila bauen könnt, könnt ihr schauen, ob ihr mit den Materialien, die ihr dafür braucht, ob sich der Aufwand lohnt. Das heißt, ihr braucht einen roten Splitter, also diesen neuen Seesplitter in Rot. Der ist, wenn wir gucken, momentan auch relativ teuer. Finde Stone.
mit Bindestrich. Ja. Genau, also der günstigste filtern wir mal hier oben. Buyout. Ich bin immer jemand, ich möchte es sofort haben. 150 Gold. Müsst ihr halt rechnen, okay, 150 Gold brauche ich schon mal. Dazu braucht ihr nochmal die Materialien, sprich für eine Rüstung beispielsweise dann die Umbar-Barren. Da haben wir vorhin gesehen, kosten 20 Stück circa 34 Gold waren das, glaube ich. Somit seid ihr etwa bei 180 Gold. Heißt, Aufwand habt ihr 180 Gold. Die Dinger verkaufen sich aber hervorragend. Jetzt gucken, Stufe 139 bis 140 filtern wir mal. Okay, das klappt. Moment. Level Range. Moment, ich habe mich vertan. Wir sind ja bei 150. So. Jetzt müssten wir genau die ganzen Items angezeigt bekommen. Okay. Also, wir haben lilane Items. Guck mal, allein schon die Barren-Gitarre, das Barren, sage ich, Badeninstrument in Gelb kauft sich schon. Also, derjenige hat das jetzt sehr teuer reingestellt. Hier haben wir eins für viel weniger. Dennoch ist das bestimmt auch. Nee, gibt's nicht in lila. Das heißt, guckt, was nicht angeboten wird, stellt das her und macht mal ein Piece, also ein Stück, stellt das rein. Ich habe schon gesehen, unter anderem hier Instrumente für den Baden, für die Heilung, für den Schaden, über 500 Gold aufwärts Sofortkauf. Da habt ihr schon 400 Gold plus gemacht. Wenn ihr also diese Seesplitter günstig einkauft und mit euren Materialien Gegenstände herstellt. Rüstungen beispielsweise sind gar nicht drin. Das heißt, wir haben hier eine Nische, die wir auch nochmal betreuen können und durch die Rüstungsteile, die man herstellen kann, ob leicht, mittel oder schwer, verkaufen sich hundertprozentig auch hervorragend für 300, 400 Gold aufwärts. Ihr müsst auch mal bedenken, auf welchem Server ihr seid. Beispielsweise auf einem Server wie Belegair, der nicht so dicht besiedelt ist, verkaufen sich die Sachen weniger gut. Müsst ihr gucken, wie ihr mit dem Preis handelt, wie die Konkurrenz ist. Auf Servern wie Evernight oder Servern, die dichter besiedelt sind, habt ihr natürlich mehr Spieler und dadurch mehr Nachfrage. Könnt damit die Preise auch mehr drücken, dadurch aber auch mehr Konkurrenz. Also es hat alles Vor- und Nachteile. So viel zu den Umbar-Geschichten. Jetzt haben wir natürlich handwerktechnisch Menschen, die noch nicht auf Wunderbad sind mit der Crafting-Stufe. Das heißt, alles, was vorher hier gebraucht wird an Materialien, ihr auch super verkaufen. Das heißt, wenn ihr im Bankfach Sachen übrig habt, Sachen habt, die ihr nicht mehr braucht, stellt die ins Auktionshaus. Die verkaufen sich hervorragend. Gerade für die Gundabad-Stufe auch nochmal, weil manche nur die erste Stufe gemacht haben, die zweite Stufe noch machen wollen, um dann in Umbar die Crit-Stufe angehen zu können. Gundabad-Materialien sämtlicher Art einfach ins Auktionshaus stellen, die verkaufen sich hundertprozentig. Worauf ich auch hinaus oder eingehen möchte, sind Fischfilets. Wir gucken mal ganz kurz, ich habe da noch nie reingeschaut, aber ja, es gibt schon die neuen Fischteller für Umbar. Dadurch oder dafür braucht ihr natürlich auch wieder Filets, wie bei Gundabad das auch schon war. Diese Filets kriegt man an sich nur durchs aktive Angeln. Das heißt, das einzige Hobby, das ja in Herr der Ringe Online gerade herrscht, ist das Fischen, das Angeln. Macht, wenn ihr möchtet, dafür einen Flusshobbit, denn der hat nochmal einen Bonus auf das Fischen. Höhere Wahrscheinlichkeit, um schneller voranzukommen, aber auch um mehr Fische angeln zu können. Angelt diese und stellt die ins Auktionshaus. Die könnt ihr für einen sehr hohen Preis zum Teil einstellen. Gerade weil die Köche mittlerweile noch vorankommen möchten. Ihr könnt aber auch, wenn ihr einen Koch habt, direkt schon die Fischteller herstellen und reinstellen. Die sind immer und waren schon immer sehr wertstabil. Das heißt, der Aufwand, den man dadurch, also durch das Angeln betreiben muss,
da möchten manche nicht hin. Das heißt, viele gehen nicht angeln, sondern kaufen das einfach im Auktionshaus. Wenn ihr da Glück habt, wie hier, und keine Fischfilets angeboten werden, könnt ihr dadurch den Preis auch nochmal stark nach oben treiben. Ihr seht auch, es gibt jetzt 3 oder 2 andere Anbieter mit Fischtellern. Angenommen, die laufen aus, beziehungsweise sind jetzt hier bei 33 Gold, könnt ihr ein bisschen drunter gehen, habt da den Preis gedrückt und die Konkurrenz ausgemerzt. Alles in allem sind das so die 2, also einmal Materialien auf der einen Seite, aber auch das Fischen, also Hobbyangeln. Dinge, mit denen ihr sehr schnell Gold macht. Wenn ihr jetzt jemand seid, der klassisch questet, habt ihr natürlich auch Unmengen an Trophäen durch die Monstertötungen. Diese verkaufen sich auch sehr gut. So, gerade in den neuen Gebieten habt ihr da 30 Stück von einer Sorte, seid ihr schnell mal bei 800, 900 Silber. Ja, alles in allem waren das meine Tipps. Einen letzten Tipp gebe ich euch noch mit. Wir waren oder haben vorhin die Seesteine besprochen. Diese braucht man, um im Handwerk kritische Items herstellen zu können. Die bekommt ihr einerseits durch Truhen im freien Landscape, also in den Questgebieten in den neuen in Umbar. Wenn ihr da Truhen seht, lootet die. Mit gut Glück droppt so ein Stein. Aber auch wenn ihr einen Erzesammler, also einen Schürfer habt, mit Glück droppt ihr so einen roten Stein. Wenn ihr den nicht zwingend braucht, stellt den auch ins Auktionshaus. Die verkaufen sich auch sehr gut momentan. Guckt die Preise, also da kriegt man auch sehr schnell sehr viel Gold zusammen. Für jemanden, der jetzt neu anfängt und nicht in die neuen Gebiete kommt, greift wieder das Fischen. Das Fischen könnt ihr schon in Bre machen mit Stufe 10. Da braucht ihr jetzt nicht oder kein hohes Level. Wenn ihr fischen geht, würde ich euch empfehlen, das in Bruchtal zu machen. Denn in Bruchtal bekommt ihr verhältnismäßig sehr viele Filets raus, sehr viele Fische raus. In Umbar war ich persönlich noch nicht angeln, da kann ich es nicht genau sagen. Ansonsten gilt natürlich, je höher euer Fisch-Skill-Level ist, Maximum ist 200, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr auch mal pro Einzug der Angel mehrere Fische ziehen könnt. Alles in allem war es heute ein sehr kurzes Video. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Tipp geben und euch weiterhelfen damit. Ansonsten sieht man sich vielleicht beim nächsten Mal. Ich würde mich des Weiteren noch sehr freuen, wenn ihr noch kurz einen Daumen da lasst und ein Abo. Gerade wir als deutsche Herr der Ringe Online-Community müssen zusammenhalten und da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten teilt gern das Video, falls ihr es hilfreich auch für andere Spieler findet. Hau da rein, macht das gut und man sieht sich vielleicht in-game auf Belegair. Bis dahin. Tschö mit Ja, natürlich. Oh, schöne Welt. Niemals. Alter. Was geht denn hier ab? Was ist denn wieder mit diesem Heiler?